Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Sind halt die Nagetiere, aber es sind keine speziellen Nagetier-Pellets, sondern eher, nennen sich Leaf-Eater-Pellets oder auch mal Affen-Pellets. Da ist halt viel Gemüseanteil drin, was für die natürlich auch dann ganz gut ist, weil sie ja eigentlich hauptsächlich sich von Blättern, Rinde, Pflanzen ernähren. Wenn man so die anderen Nagetier-Pellets kennt, so für Ratten und Mäuse, da ist einfach zu viel Energie drin. Ich habe noch einen. Parallel dazu kriegen sie natürlich auch mal Möhren, Sellerie, Kohlrabi oder so, ne? Das sie so ein bisschen als Ergänzung haben. Das sieht natürlich leicht strubbelig jetzt aus, weil, naja, Frühjahr, ne? Fellwechsel. Und dann hat er halt schon mal ein paar Büschel hier. Aber an sich leben sie fast das ganze Leben auf den Bäumen, ernähren sich von Blättern und Ästen. Klar sind die auch schon mal auf dem Boden und dazu auch irgendwo mal trinken gehen. Haben natürlich auch gewisse Feinde, die dann mal gelernt haben, dass man, wenn man den umdreht und vom Bauch raus anfängt, dass man dann gefahrlos den nehmen kann. Ja, weil ansonsten haben die halt ein bewährtes Stachelkleid, was dann, ich sag mal, die Stacheln sitzen locker in der Haut. Wenn man da leicht nur drauf packt, dann sitzen die direkt in der Haut, weil die wieder Haken an den Spitzen haben. Und da muss man auch schon kräftig die wieder rausziehen. Und die wachsen denen aber dann wieder nach. Ich könnte natürlich jetzt einfach über den Kopf nach hinten, das wäre kein Problem, aber die andere Richtung, ja, wenn er sich dann gleich vielleicht mal dreht, dann sieht man die gefahrvolle Seite. Ja, Churchill wird jetzt dieses Jahr 8. Er kam damals aus dem Zoo in Prag und mit der Ida, wo er noch hier mit im Gehege ist, die ist jetzt, wird jetzt erst 4, aber die kam auch aus dem gleichen Zoo damals. Aber die werden regelmäßig auch gewogen, kommen dann in eine Kiste und die dann auf die Waage und dann hat man dann auch einen guten Überblick über das Gewicht. Mit seinen gut 10 Kilo, die er jetzt gerade hat, dort ist noch ein nettes Gewicht. 8 bis 10 Kilo sollten sie eigentlich haben. Und das kann man natürlich dann gucken, dass er dann jetzt die mehr Bewegung kriegt, beziehungsweise ein bisschen Futter reduzieren, dass er dann nicht zu schwer wird. Im Gehege selber haben wir noch als Unterbesatz die Stinktiere, die ja eher so auf dem Boden rumraufen, ne? Aber die schlafen auch jetzt im Moment noch fast den ganzen Tag. Ne? Ist bei denen auch noch nicht das Frühjahr angekommen. Ne? Die kommen dann meistens raus, wenn sie dann ihr Futter kriegen. Aber dort, wo auch die Baumstachler leben, da Nordamerika, Kanada oben, leben die Stinktiere ja auch unten in den Wäldern. Also sehen tun sie sich schon mal. Ja, bis jetzt hatte ich noch keinen stinkenden Baumstachel, dass der getroffen worden ist.
Aber umgekehrt war es schon mal so, dass so ein Stinktier mal einen Stachel abgekriegt hat. Wenn sie dann mal abends hier dichter rumlaufen, dann kann das schon mal passieren. Aber eigentlich kennen die sich, die einen bleiben oben, die anderen unten. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass er nicht mal hier die Runde im Gehege dreht. Ne? Das macht er auch. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.